Oh, Baby. Spring doch endlich an, Mann. So, schön, sind ihr wieder mit dabei. Das neue Video, heute wieder ohne Marvin. Es ist ein bisschen düster für Möwen, die sind im Süden. Darum, wir kümmern uns um Ciao, schauen, dass die wieder läuft. Die hat ja noch ein bisschen gelitten auf dem Roadtrip. Wir gehen los und verladen sie erst einmal. Let's go! Wie hebt das Ding? Angekommen in Polkerzwil oder so. Wir sind beim Thomas Gutiheim, Ciao-Experte meines Vertrauens. Und der ist ja Gott sei Dank schon parat, per Zufall schon das Mikrofon an. Hoi! Stell mal bei dir sein. Einmal Ruine, zurück, wo sie angehört, auf den Bock rauf. Aber bevor wir hier aufmachen und schauen, was da innen ist, kann man vielleicht den Leuten schnell zeigen, die Werkstatt sehen wir ja schon, aber ein paar Hübel von dir, da hast du da hinten eine ganze Reihe wunderschöne Perlen. Schauen wir die vielleicht schnell an. Gehen wir schnell schauen, ja? Das ist ja das letzte Einhorn, oder ist das da? Für das Ersatzrad. Das Ersatzrad, ja. Der ist von VW Deutschland als T1-Büsschen zu VW Südafrika. Aber rechtsgelenkt, ja? Rechtsgelenkt, ja. Die in Afrika haben den abgeschnitten, haben den Hinteraufbau angemacht und haben zum Beispiel den Tank, haben sie einfach das Original genommen und irgendwo rein verbauen. Du musst mal schauen dort, du siehst noch die Schnittkante, wo sie es abgeflext haben. Also das ist wirklich Afrika-Style. Ja, pragmatisch, ja. Genau, dann ist er auf England und der Kollege hat dann geholt. Geil! Gehen wir zurück zu Zweirädchen, würde ich sagen. Oder? Schau mal. Wow. Ich kann das sonst meine da lassen und ja, kannst einer von denen haben, ja. Einfach Vario, 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 Vario. Und der, den ich die Hause annehme. Oh, das ist ein Bonicity mit dem geilen Motor. Genau, mit dem Torpedo-Motor. Sehr problemanfällig. Überhitzung, ja, Überhitzung ist ein riesiges Thema. Darum da einfach mal etwas basteln, um zu schauen, ob es funktioniert. Weil das Problem ist, dass der Vergaser ist viel zu nah am Zylinder. Die Wärme geht retour und das Benzin fängt nach 2 Kilometern an blubbern, wenn man etwas gemacht hat am Motor. Und da hast du keine Chance, du musst ihn 10 Minuten abkühlen lassen, sonst läuft er nicht mehr. Ja. Nein, ein wunderschönes Ding, aber es ist nicht ganz so alltagstauglich, leider. Das wär's. Gut, ab zu den Problemen. Können wir mal schauen. Geil. Alright, bevor wir anfangen und ich zuerst mal noch anschreiben. Hey. Danke vielmals. Wir sind hier wegen der Ciao, wie noch aus den Roadtrip-Videos ja vielleicht noch wissen. Ich hatte recht Probleme gehabt. Am Anfang gar nicht. Und mit der Zeit immer mehr mit dem Starten. Sie hat nicht mehr starten. Alles Mögliche durchprobiert eigentlich. Das ist das eine Problem, startet nicht mehr super. Das andere Problem, ich habe ja hier einen Klemmer von der Scheibe, beziehungsweise vom Mäßig-Lässig-Wandler. Kann dann noch keinen beim Reparieren, wieder müssen ausbühlen, den müssen wir gerade ersetzen durch einen anständigen Wandler und dann das Problem eins ums andere angehen. Und ich glaube, wenn du angehalten hast, hat er abgestellt, oder? Genau, ja. Aber das wenn er gelaufen ist, dann ist er gut gelaufen. Führerschein gegangen auch. Keine Fehlzündung, einfach unter 5 km/h oder so, ohne Gas. Abgestellt. Fertig. Okay. Letzten Tag schön gewesen. Ja gut, also ich würde sagen, wir schauen sicher eben die Variomatik an, das sowieso. Klar, ja. Dann eben mit dem Standgasproblem ist natürlich mal der erste Verdacht der Vergaser. Wobei ich denke nicht, dass es an dem liegt, aber wir schauen danach. Den habe ich auch mal angeschaut, aber checken wir es durch einfach. Genau, wenn es das ist, dann ist natürlich super. Sonst Motor raus, schauen wir mal die Zündung an. Ja. Wobei, eben, er ist ja eigentlich, wenn er gelaufen ist, super gelaufen und gut gelaufen, ohne Fehlzündungen. Ich vermute, es wird der Simmerring sein bei der Zündung. Falschluft. So, genau, Falschluft. Er stellt ab, wenn er zu langsam wird. Du hast ein Problem beim Starten, weil das Gemisch einfach nicht stimmt. Wenn er mal läuft, dann läuft er. Ja. Ja, aber eben, schauen wir zuerst den Vergaser an. Die Variomatik, würde ich sagen, machen wir am Schluss. Da können wir einfach mal ersetzen. Nachher machen. Und sonst ist ja, glaube ich, nichts, oder? Es geht rein um den Motor. Wirklich starten und halt, dass er abstellt, wenn ich kein Gas gebe. Okay. Legen wir los. Musik! 1, 2, 3, 4! No. Also der Häuptling hat gemeint, wir schauen noch schnell das Kerzenbild an. Das ist jetzt unverändert. Die Marettos sind von Italien. Ich habe das Ding nicht mehr wirklich angelangt. Nicht so aussagekräftig.
Also das Spülbild sieht nicht so gut aus. Aber ich würde sagen, sicher Zell. Also es ist auf jeden Fall nicht braun. Also wir haben jetzt hier den Simmering anschauen, aber der sieht eigentlich sauber aus, also es ist nicht nass ringsum. Also er ist auch fest. Oftmals kann man dann gerade ein bisschen reindrücken, aber ins Gehäuse, oder? Aber das sieht jetzt da wirklich gut aus. Was wir noch haben, ist da hat es ein bisschen Ablagerungen, die der Filz nicht hat wegputzen. Das tun wir sicher machen. Und eben, ich würde sagen, unterbrechen, Kondensator wechseln. Probieren wir das. Genau. Ist zwar ein bisschen unwahrscheinlich, aber wir probieren es mal. Und eben, wie gesagt, das Zeug ist 40-jährig. Ich glaube, wir dürfen es einmal wechseln. In Ruhestand mit dem. I'll give you the whole of what I've got. The fancy things, baby, I have not. Just gonna love you. Yeah, I'm gonna love you. I'm gonna love you, babe. Cross my heart and hope to die. Also Unterbrecher und Kondensator haben wir jetzt mal vorsichtshalber gewechselt. Sie haben ja eigentlich noch gut ausgesehen, aber nach 40 Jahren kann man das mal machen. Und wir müssen etwas probieren. Genau, wir müssen etwas probieren. Sieht gut aus, Vergaser sieht auch gut aus. Ich baue jetzt den mal ein, schau mal, ob es so weit tut. Und du? Ich suche mal schnell ein Getriebe, um dir mal schnell zeigen, wie das müsste aussehen. Nächste Baustelle. Und vielleicht wir dann das Getriebe ganz wechseln, weil ich weiß nicht, ob wir in diesem Video Zeit haben, für das Getriebe zu revidieren. Wäre interessant, vielleicht mal ein Video über die ganze Variomatik. Du könntest ja bei uns anfangen zu arbeiten und dann das erzählen. Genau. Schreibt es jetzt in die Kommentare! Weil die ganze Variomatik-Geschichte füllt natürlich ein eigenes Video. Und ich denke, jetzt haben wir keine Zeit für das. Vielleicht können wir dann einfach schnell das Getriebe wechseln. Weil das ist sicher nicht gut. Okay. Der Simmering da ist etwas ganz komisch. Der ist wie rausgekommen und kaputt gegangen, weil so etwas aussieht. Da haben wir auch ein bisschen viel Spiel. Ein bisschen ist normal, aber das ist schon eher gerade viel. Ich denke, wir müssen das Getriebe schnell wechseln, weil uns jetzt einfach Zeit fehlt, um das zu revidieren. Also, was jetzt gerade noch aufgefallen ist, ist ein Original-Vergaser, ein auffahrender. Das ist aber der Deckel von einem 13er, sage ich jetzt mal. Die Schritte hier haben einiges an Luft. Plus können sie hinten einfach rausfallen. Das ist beim Original nicht. Das ist da schön tight eigentlich, schön eng und kann da nicht raus. Kann natürlich sein, dass jetzt auch hier irgendwie falsch Luft ziehen. Wobei, wo geht denn das Zeug auch hin, oder? Das ist einfach ein Gewinnstand. Aber ey, sicher ist sicher, wechseln wir den schnell aus und dann haben wir das auch ausgeschlossen. Als Tipp, wenn ihr die Schraube wieder reinmacht, schaut immer, dass ihr die Unterlagsscheibe drauf habt, weil man sieht es mega oft, dass innen dran das Getriebe kaputt ist, weil die Schraube zu weit reingedreht worden ist, weil die Unterlagsscheibe gefehlt hat. Also, da haben wir ja den Mäßig-Lässig-Wandler, den ist man ja auf dem Trip runtergefallen und der ist da, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, nicht mehr ganz so rund. Das habe ich mit dem Gummihämmerchen so rund machen. Da wir eigentlich auf den Mäßig-Lässig verzichten, wir haben jetzt einen Olympiawandler, den wir nehmen und der Thomas hat gerade noch mit der Starterbacke etwas ausprobiert. Genau, ich habe da mal selber etwas gemacht, weil ja oft bei der Variomatik ist das Problem starten. Darum nehmen wir jetzt nicht die Olympia, sondern probieren es einfach mal mit der, dann sehen wir nämlich, ob das funktioniert. Was wir da auch noch machen müssen, ist die Federn wechseln, weil ich habe es
wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir hier Polini drin, 35 Kilo und das ist 30 Kilo. Die wir sicher wieder wechseln. Die Scheiben nehmen wir auch gerade über das Blechchen dann umschlagen. Und was man da auch sieht, der Simmering beim Lässig hat sich mittlerweile verabschiedet. Genau. Vielleicht hat auch das den Schaden am Getriebe verursacht. Wir wissen es nicht, ja. Gut, legen wir los. Wechsel. Das letzte Mal das Bellinzona draussen gehabt. Alles rausputzen, das alte Fett, das wir hier das Bellinzona eingewürgt haben. Dann mit neuem, ein bisschen hochwertigerem wieder alles nachfetten. Und dann hoffen wir das Beste. Was meinst du also zum Bild? Affengeil, hä? Das ist gut. Passt. Das ist tipptopp. Also wir haben teilweise bei diesen Wandlern das Problem, oder auch je nach Glocke, die man verbaut, dass der Kragen zu hoch ist. Der sieht man jetzt, hat die 13 mm, sollte aber eigentlich nicht mehr als 12 haben. Vielleicht 12,5 würde auch noch gehen. Das heisst, wir müssten den Kragen schnell ein bisschen nehmen. Vollgas genau, also in den Glocken. Wir streifen eigentlich in den Glocken rein und das kann so weit gehen, dass sich das richtig zusammenfrisst und das gar nicht mehr dreht. Ja, also vorab abdrehen, abschleifen, Platz machen. Genau. Machen wir jetzt auch noch. So, Thomas, sollen wir es probieren? Let's go. Wagen wir es. Wie sollen wir es machen? Trampen, ansäckeln? Können wir Trampen schon an, dann sehen wir auch gerade, ob er läuft im Stand. Gut. Okay. Und? Ohne Gas! Sieht gut aus. Ohne Gas! Yes! Kannst du eine Runde fahren? Gehst mal, ja? Endlich wieder Italien-Feeling. Stellt nicht ab. Er stellt nicht ab, er läuft einfach weiter. Tipptopp. Geil! Gut. Sehr geil, danke vielmals. So, super geil, das Ding läuft wieder, stellt nicht gerade ab, wenn man anhaltet. Mega geil. Also, was wir jetzt gemacht haben, Luftfilter weggenommen, Vergaser weggenommen, den Deckel ersetzt zum Original wegen der Schräubchen. Genau, ob es jetzt das war, schwierig zu sagen. natürlich noch ersetzt. Genau. Das ist jetzt auch einfach mal ausgeschlossen, dass es ist. Von dem her, ja, ausbauen, wieder einbauen sozusagen. Es ist noch schwierig zu sagen, was es jetzt effektiv war, aber hinten dran haben wir jetzt noch ein Scherereien gehabt, den neuen Olympiawandler einbauen und ja, ein bisschen müssen schleifen. Ja, das ist leider so. Leider bei Piaggio war halt einfach so. Also das Wichtigste, der Motor ist geregelt, somit parat für den nächsten Roadtrip. Ich freue mich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!